Guten Morgen, hier ist Frau Gleis und heute ist Mittwoch, der 1. April. Und ich habe ein Problem. Ich habe mir gestern die Haare selber färben lassen. Jetzt habe ich ganz dunkle Haare. Es ist fast schwarz, dunkelbraun. Es ist hässlich. Nein, aber ehrlich ist meine Haare nur ein bisschen nass. It's just wet. Es ist nass. Heute geht alles ums 1. April. Das war ein Witz. Ja, heute ist der 1. April. So, am 1. April macht man oder man kann in den USA und in Deutschland Aprilscherze machen. Aprilscherz. So, in den USA sagt man April Fool's Day, aber in Deutschland sagt man April. Okay, so wir sagen April Fool's Day und in Deutschland sagt man April. So heute ist der 1. April. Ich habe viele neue Vokabeln für uns. Das soll ein kleines K sein, kein großes K. Da. Okay. So, einige neue Vokabeln für uns für heute sind der Scherz, is a joke. Der Witz is a joke, like you would tell a joke. Like, okay, ich habe einen Witz für dich. Ich habe viele gute Witze. A Scherz is more so like, I'm joking. It's just a joke. Es ist nur ein Scherz. Okay? Lustig. So, ein Film kann lustig sein. Eine Person kann lustig sein. It's more like fun to be around, funny. Witzig is like intentionally trying to make people laugh. Funny. Komisch is a false cognate. It looks like comical, but it means like funny, strange, weird. Like, oof, das ist komisch. Oof. Etwas riecht hier ein bisschen komisch. It smells weird. Okay. I added this one because if you're doing an April-Scherz, you might be pretending or acting to be a different way. Like, ich hatte eine Mütze an, ja, und ich spiele, als ob ich dunkle Haare habe. I'm acting as if I have dark hair, ja. Aber ich scherze nur. I'm just joking. So you can use this word scherz. Der Scherz is a joke, und ich scherze is the verb to joke. Remember, in German, something cannot be funny. It can be lustig, es ist lustig, but you can't say es ist Spaß. Es macht Spaß. Okay. Also, when you're joking, sometimes you're not telling the truth. Das ist die Wahrheit. If something is true, das ist wahr. A lot of times in German, people use wahr when, like in English, we would say like, right? Like, isn't that right? True. If Deutsch sagt man nicht wahr. Like, oh, es ist wirklich interessant, 18 Tage zu Hause zu bleiben, nicht wahr? Like, right? Not true? True? Okay. So again, our vocab, der Scherz, der Witz, lustig, witzig, komisch, strange, weird. To act as if is ich spiele als ob. To tell someone, JK, just kidding, ich scherze nur. If something is fun, es macht Spaß. You can also have fun. Ich habe Spaß. Okay. But you can't be fun. Es ist Spaß. Nein, das geht nicht. The truth, die Wahrheit. Und if something is true, das ist wahr. Okay. Hier sind ein paar lustige Bilder. Es gibt einen Osterhase hinter dem Busch
und er hat Klopapier in der Hand. Er hat Klopapier in der Hand und die Kinder suchen Ostereier. Der Junge hat einen Korb, einen Osterkorb, und das Mädchen hat einen Osterkorb in der Hand. Alles an diesem Osternest war seltsam. Seltsam ist ein anderes Wort für komisch. Besonders die Schokolinsen. Especially the chocolate bites. Das ist gar keine Schokolade. April, April, sagt der Osterhase. April Fools. Ja, das habe ich auch gefunden über Coronavirus. Corona ist kein Scherz. Erfundene Geschichte und Aprilscherze zu Corona können zu Verunsicherung beitragen und genutzt werden, um Falschmeldungen zu verbreiten. Bitte machen Sie keine Aprilscherze zum Coronavirus und helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu verhindern. Wow, das sind viele lange, große Wörter. I would read that as stories and April Fools about Corona can something falsch. Bitte machen Sie keine April-Scherze zum Coronavirus. So don't do any April Fools that have to do with the coronavirus, and help to hinder the spreading of it. So erfundene Geschichten are made-up stories. They can lead to people's uncertainty and be used for false reports. Okay, so keine Aprilscherze über Coronavirus. Das ist nicht lustig, das ist nicht witzig, das ist komisch. Okay? Ich hatte gerade eine Idee. Mein Wort des Tages war ehrlich, aber ich hatte eine zweite Idee für ein Wort des Tages. So, in Deutschland gibt es ein Treppenwitz. Das ist ein Wort. So, eine Treppe ist stairs or a staircase. Ein Witz is a joke. So, ein Treppenwitz. Pinterest. Ich bin nicht so oft auf Pinterest. Ein Treppenwitz is a thing you should have said. Literally a staircase joke, a witty comeback you thought of too late. Das ist ein tolles deutsches Wort, und das passiert mir oft. That happens to me. I'm like, oh, I should have said that. That would have been so witty. Yeah, the word Witz kind of sounds like wit, like it's witty, it's funny. Ein Treppenwitz, a staircase joke. So vielleicht ist das unser zweites Wort des Tages, ja? Nicht wahr? Okay, so ich bringe das hier zu uns. Und ja. Okay, so auch für heute unsere Tagebücher. So ich habe ein paar Fragen für euch für the lower levels. We're working with this Spaß. So was macht Spaß? Was findest du lustig? What makes fun? So auf Englisch sagt man what is fun? Okay, what is fun for you? And what do you find to be fun? So I chose these two because we confuse a lot Spaß and lustig. Spaß is a noun, lustig is an adjective. So something can make fun. You can find that thing to be funny. So for example, or fun or funny. So I could say, Tanzen macht Spaß. Ich finde Tanzen lustig, wenn ich tanze. So dancing is fun, dancing is funny. Okay. Karaoke singen macht Spaß. Ich finde Karaoke singen lustig. Findest du Karaoke singen lustig? Macht Karaoke singen Spaß für dich? Okay. Und für Deutsch 3, 4 und 5. Heute, ich möchte, dass du für dein Tagebuch eine Wahrheit und 2 Lügen schreibst. Okay, so was ist eine Wahrheit und 2 Lügen?
Das ist ein Tagebuch für heute. Ich habe hier auch ein kleines Video gefunden. Dieses Mädchen gibt dir Ideen, falls du Aprilscherze machen möchtest. So geht das. Wir haben ja bald wieder den 1. April und das bedeutet natürlich auch wieder richtig viele Aprilscherze. Und ich zeige euch heute so die 10 Aprilscherz-Klassiker, mit denen ihr auf jeden Fall rechnen müsst. Einer der gängigsten Aprilscherze ist, glaube ich, das Vertauschen von Lebensmitteln, und zwar das Vertauschen von Milch und O-Saft. Da nehmt ihr einfach eure Milchtüte, macht sie leer und füllt da den O-Saft rein und quasi genau andersrum. Und wer dann... Was ist O-Saft? Ja, Orangensaft. Aber das ist keine gute Idee, wenn wir zu Hause bleiben müssen und wir wollen nicht mehr Milch und Orangensaft kaufen. Not a good idea to be messing with the grocery stash right now. So das ist keine gute Aprilscherze im Moment. Wer morgens genüsslich seine Cornflakes mit Milch essen will, der darf dann O-Saft in seine Cornflakes füllen. Um auch ein paar Leute auf der Straße zu verarschen, gibt es den klassischen Münzen. Für den nächsten Trick braucht ihr nur eine Tupperdose und Mehl. Ich habe jetzt das Mehl noch in der Verpackung gelassen, um das Ganze in eine Tüte zu öffnen. Denn ihr nehmt einfach ein Stück Tesafilm und klebt damit den Sensor von eurer Fernbedienung zu. Das Ding da ist eine Fernbedienung. Fernbedienung. Like Fernsehen, Distance, Bedienung. Okay. Like Dienstag, dienen is to service. So a Fernbedienung is a distance servicer. Interessant, nicht wahr? Deutsch ist eine lustige Sprache. German's a funny language. Und es macht Spaß, ja? Okay, weiter geht's. Und da das durchsichtig ist, sieht das auch keiner. Hoffentlich. Und dann werden eure Freunde verzweifelt versuchen, den Fernseher mit Wasser, sodass es am besten auch noch ein bisschen überläuft. Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Denn ihr braucht was mag sie mit dem Wasser, mit der Tasse? Okay, so ich poste dieses Video. Du kannst selber das ganze Video gucken, wenn du möchtest. Okay. Ja, das ist alles für heute, für unser Tagebuch. Ich hoffe, dass ihr heute Spaß habt. Finde ein paar Witze. Wenn du deutsche Witze lesen möchtest, können wir einfach googeln. Lustige Witze für Kinder. Auf Deutsch, kurz für Erwachsene, so Kinder oder Erwachsene, vielleicht für Kinder, ihr seid Kinder, ich bin erwachsen. Es gibt eine App, du könntest eine App runterladen mit Bildern zum Totlachen. Lachen ist, ich lache. Totlachen ist to laugh until you, dead laugh. Totlachen. Laugh until you die, like sehr hart lachen. Kurze Witze, extrem kurze Witze. Hier ist eine Webseite, aber witzig, but funny. Okay. Hier gibt es viele Witze. Flachwitze, gute Witze, Chuck Norris Witze, extrem kurze Witze, Scherzfragen, Mutterwitze, Mutter. Mom-Jokes. So, du kannst selber ein paar Witze lesen. So, das ist alles für heute. Leute, habt einen schönen Tag und wir sehen uns entweder in meiner Sprechstunden heute oder morgen beim Tagebuch schreiben. Tschüss, auf Wiederhören, auf Wiedersehen.